Bau ist ein typisches Gebäude von der Funktion in dieser Stadt. Also es ist eine Industriestadt mit einer langen Tradition in den Strick- und Wirkwaren, also der Textilindustrie. Und dieses Gebäude ist auch als Textilstandort ehemals begründet worden, 1906 von Hermann Schneider, einem Architekten aus Apolda. Und das Spannende, was passiert ist und warum wir diese Aufmerksamkeit auf dieses Gebäude gelenkt haben, ist die Umbau- und Weiterbauaktivität von Egon Eiermann im Jahr 1938 und 1939, der nämlich diese vorhandene Fabrik erweitert hat um ungefähr 50% der Nutzfläche, die dieses Gebäude schon hatte, und das für einen neuen Nutzer, nämlich die Total KG, die Feuerlöschgeräte hergestellt hat. Wir haben uns für eine wirkliche Low-Tech-Installation und auch Nutzungsart hier entschieden. Das heißt, dieses Makro- und Mikroklima, was wir hier aufbauen, basiert erstmal auf der vorhandenen Therme, die in diesem Haus installiert war und die wir weiter nutzen und die eine Grundtemperierung dieser äußeren Flächen, in der wir uns hier befinden, von im Winter 10 bis maximal 15 Grad herstellt. Alles andere wird unwirtschaftlich. Deswegen ist bei 15 Grad unserer Meinung nach Schluss. Und das Mikroklima, was sozusagen die kleineren Einheiten sind, also wirklich die Fläche in einem Verhältnis vielleicht von 1:10 von der Grundfläche des Gebäudes, was glauben wir an Intensität in diesem Haus wirklich sinnvoll wäre und auch einer Nachfrage vielleicht entspricht. Das ist strombasiert und das ist auch sehr bewusst strombasiert, weil es wahrscheinlich in Zukunft viel einfacher ist, über den solaren Stromgewinn auch diese Flächen zu versorgen. Das sind Infrarotheizkörper, die eingebaut sind, die auch nur noch einen sehr, sehr geringen Aufwand haben, einen sehr, sehr geringen Anspruch haben, diese Räume zu beheizen, da natürlich die Arbeitstechnik, der Computer, die Lampe, die Person, die sich in diesen Räumen befindet, auch mitheizt. Und dadurch, dass die Flächen sehr klein sind, ist einfach der Heizbedarf für diese Flächen sehr, sehr gering. Also wir machen sehr genau den Unterschied zwischen Bestand, der jetzt noch klassisch beheizt wird, aber natürlich zukünftig erneuerbar versorgt werden soll. Aber es ist Hochtemperatur, damit ist es ein bisschen anspruchsvoller, das erneuerbar zu tun. Und tatsächlich der ausgebauten Räume, die jetzt schon eben strombasiert geheizt werden. Wir konnten leider bisher keine Photovoltaik installieren. Das Gebäude ist ein Denkmal und wir haben tatsächlich mit der oberen und der unteren Denkmalpflege, die hier zuständig sind, für dieses Gebäude keine Lösung finden können, die uns erlaubt wird, solare Einträge für dieses Haus zu organisieren. Aber wir bleiben dran, weil wir es wirklich als ganz wichtige Aufgabe empfinden, das für die Zukunft hier vorzurüsten. Also wir haben grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege oder den Denkmalpflegebehörden, da wir wahrscheinlich aber auch einen Weg gehen, der sehr integer mit der Denkmalsubstanz und auch der Qualität dieses Denkmals umgeht. Das heißt, uns ist sehr bewusst, was sind die Denkmalwerte dieses Hauses, und wir versuchen nicht dagegen zu arbeiten. Das drückt sich auch in der Art der Nutzung aus, die schon in einer ersten Baugenehmigung, die lange vor unserer Zeit hier ausgestellt wurde, für Gewerbe und Kultur ausgestellt wurde und die wir auch fortsetzen, in der wir uns auch bewegen. Und diese Art gewerbliche, kulturelle Nutzung hat sozusagen keinen Flächendruck und kann auch sehr luftig in diesen Räumen, in diesen Industriehallen organisiert werden. Dazu haben wir öffentliche Flächen, die sehr besonders auch in diesem Ort, in dieser ehemaligen Fabrik sind, wie die Kantine, der Veranstaltungssaal oder eben auch die Dachterrasse, die wir einfach nur weiter nutzen in der Art und Weise, wie sie auch mal ursprünglich gedacht waren. Das heißt, da gibt es gar keine Konfliktlinien. Was natürlich für die Nutzung eine wirkliche Konfliktlinie ist, ist der Umgang mit der Außenansicht, mit den Fassaden dieses Gebäudes. Man würde immer versuchen, dort den Sonnenschutz zu organisieren, gerade bei einem Denkmal mit einer Einfachverglasung, was wirklich unmittelbar Außen- gleich Innentemperatur im Sommer wie im Winter bedeutet. Das wird uns nicht erlaubt. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach kreativ werden und mit einer
haben uns entschieden einfach für eine Lösung, die über eine Art Klimavorhänge reagiert und auch eine wirklich doppelschichtige Vorhangsituation jetzt in der zweiten Ausbaustufe, die wir dieses Jahr hier auch durchführen, dann realisiert wird. Wir haben diesen Fabrikbau als wirklich sehr progressiven Stahlbetonbau vorgefunden. Das ist ein Stahlbetonskelett mit Ausfachungen aus Ziegelmauerwerk und Stahlrahmen in unterschiedlichen historischen Bauzeiten und einfacher Verglasung. Das sind letztendlich die Hauptmaterialien, aus denen dieses Gebäude besteht. Und alles, was wir tun in diesem wirklich ja geringen und sehr genauen Eingriffen von unserer Seite, versuchen wir nachwachsend. Das heißt, wir arbeiten mit Holz, wir arbeiten mit Strohbauplatten für neue Raumsituationen und wir versuchen es eben auch rückbaubar zu organisieren. Das sieht man eben an diesen Gewächshäusern, die wir als eine Option des Ausbaus und der Raum-in-Raum-Situation realisiert haben. Die sind klassische Industriegewächshäuser, die sind hier gefügt und können genauso wieder auseinandergenommen werden und an einer anderen Stelle aufgebaut werden. Das heißt, diese Unterscheidung, wie auch beim Makroklima noch vielleicht mit einem konventionellen zu einem erneuerbaren Konzept auch erstmal anzufangen, um es langfristig umzubauen, ist sozusagen auch von dem Bestand, dem CO2-gebundenen Bestand, den zu 100% zu akzeptieren und zu erhalten und sich von dem auch so ein Stück weit abzugrenzen und reinzugehen mit einer eigenen Ausbauqualität, die unseren heutigen Ansprüchen wahrscheinlich eher gerecht wird, weil wir natürlich auch nicht mit umweltschädigenden oder CO2 verschwendenden Baumaterialien hier arbeiten wollten. Als allererstes kann man aus diesem Projekt mitnehmen, dass wir Orte, die bestehen, wertschätzen sollten und uns sehr viel Mühe geben sollten, zu verstehen, wie sie funktionieren, wie sie konstruktiv funktionieren, wie sie auch funktional funktionieren, was sie mitbringen, was sie für Talente haben, für Qualitäten und auf dieser Basis weitermachen und nicht alles, was wir haben wollen, in Projekte zu stecken, die das im Zweifel überhaupt gar nicht können. Das ist für uns als IBA Thüringen auch eine wichtige These dieser Arbeit in diesen Leerständen oder Leergütern, wie wir sie eben lieber nennen, weil es irgendwie eine zukünftige positive Perspektive damit verbindet. Als zweites glaube ich, und das zeigen sehr, sehr viele Leerstandsprojekte oder Bestandsprojekte auch immer wieder, sollten wir uns die Zeit nehmen, sie Probe zu nutzen und uns diese Orte wieder anzueignen. Auch das braucht Zeit, das macht man nicht sofort mit dem richtigen Konzept, sondern wir brauchen dafür sowohl Trägermodelle, die das erlauben, also risikoabmindernde Trägermodelle zwischen Eigentümern und Nutzern, die meistens mit guten Ideen kommen, aber vielleicht auch nicht nachhaltig durchhalten können, wenn es zu schnell dann einfach um auch wirtschaftliche Erträge geht. Und wir sollten auch andere einladen, das mit uns zu tun, die ein lokales Gedächtnis haben, die diese Orte auch aus anderen Nutzungszusammenhängen kennen, die Erinnerungen mit diesen Orten verbinden und auch helfen können, vielleicht ein zukünftiges Konzept für diese Situation zu entwickeln. Das ist eine Perspektive, die ich vielleicht hier einbringe, die wirklich stark aus einer Leerstandsfrage herauskommt. Das sind die nachfrageschwachen Räume, die oft eben auch nicht aus Beständen, die sozusagen sofort ein Programm haben und umgenutzt werden müssen, passiert, sondern wirklich aus eher wirklich den nicht mehr genutzten Orten, die aber ganz viel Qualität besitzen und dazu eben auch ganz viel CO2 gebunden haben. Also die graue Energie, die hier steht und die, wie man sieht, ja wirklich wunderbar zu nutzen ist. Also wir haben uns bei dem technischen Ausbau des Gebäudes entschieden, dass wir wirklich konsequent auf Putz arbeiten und überhaupt gar nicht versuchen, die Gebäudetechnik hinter Wänden zu verstecken oder hinter Abhangdecken. Das passt auch zum Industriebau, aber es ist natürlich auch eine Preisfrage, die man damit löst. Und dazu
haben wir versucht, das wirklich zu verdichten und nicht verschiedene Abnahmesituationen herzustellen, wie man das vielleicht in üblichen Angebotsräumen, üblichen Gewerberäumen kennt, sondern wir haben Trassen installiert, die durch das Haus verlaufen, horizontale Trassen, die unterhalb der Deckenebene verlaufen. Dort ist Strom drauf, dort sind die Medien drauf. Von dort aus kann man sich sozusagen mit Strom versorgen und auch mit Daten versorgen. Und das macht dann auch den weiteren Ausbau relativ nutzungsneutral, weil man nicht vorgefertigte Situationen von Stromdosen und eben Datendosen im Gebäude hat, sondern eigentlich an jeder Stelle sich damit versorgen kann. Für mich bedeutet Bauen innerhalb planetarer Grenzen tatsächlich das, was wir alles schon geschaffen haben, und das ist wirklich viel, was auf der Welt schon baulich existiert, weiter zu nutzen und es sehr ernst zu nehmen und damit weiterzuarbeiten und nicht immer zu glauben, man muss sozusagen etwas Neues dazu tun, um glücklich zu werden, sondern wir haben eine Opulenz von gebauten Situationen, Räumen, Häusern, Flächen, die wir erstmal wirklich ernsthaft in Nutzung nehmen sollten, bevor es immer weitergeht mit dem Bauen. Und ich glaube, wenn man mal unter so einer Grundvoraussetzung arbeitet als Architektin, dann klären sich sehr viele Kriterien, die wir sozusagen als Kipppunkte sehen, auch ein Stück weit von selbst. Zumindest erleben wir das hier an dem Projekt.